Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir für euch frisch gepresst haben, sind Iran-Waffenstillstand. Was bedeutet das für die Fluggesellschaften? Dann haben wir Etihad, die sagen uns, was das bedeutet für Fluggesellschaften. Wir haben Marriott und wir haben Coca-Cola. Ich erkläre euch den Zusammenhang. Dann haben wir Kreditkarte von Eurowings, die Premium-Kreditkarte. Haben wir heute drüber gesprochen, also nicht wir, sondern vielleicht schaust du ja auch. Heute wieder einen Call gehabt, mit jemandem über Kreditkarten uns unterhalten. Und wir haben eine Devaluierung im Mai bei Hyatt, so wie es ausschaut, leider. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch zu kommentieren und aufs School zu kommen und zu diskutieren. Das erste Thema ist der Waffenstillstand für die Fluggesellschaften. Nachdem es dort einen bewaffneten Konflikt gab, wo im wahrsten Sinne des Wortes Bombenwetter war, ist die Waffenruhe mit Entspannung angenommen worden an den Börsen. Man sieht ja beim DAX, der ging quasi hoch, Öl ging preislich runter. Dennoch bleiben dort massive Auswirkungen für den globalen Flugverkehr. Der Kerosinpreis stieg ja auf bis zu $2000 pro Tonne. Das muss man sich ja einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doppelt so hoch wie im Februar. Ölpreise sind nur um 19% gefallen, 1150 Flüge weltweit täglich. Die sind von diesen Umleitungen ja betroffen. 602 Tonnen zusätzlicher Treibstoffverbrauch täglich. Die Europa-Nahostflüge sind auf 800 Flüge von 2000 eingedampft worden. Und Flughäfen rationieren den Treibstoff, Italien zum Beispiel als Stichwort. Auch Lufthansa und Ryanair haben ja vor Engpässen gewarnt. Airlines haben natürlich den Vorteil über Hedging. Lufthansa hat gehedged, hat dadurch trotzdem aber noch 1,5 Milliarden als Exposure. Und auch steigen die Kosten natürlich durch die Umwege. Die Flottenstrategien werden angepasst. Flugzeuge gehen früher raus aus der Flotte. Also ältere Jets, 40600, 747, 400 als Stichwort. Und wir haben weniger Verfügbarkeiten bei Meilen-Tickets. Ja, auch ein Vorteil für Europa im Moment, muss man natürlich sagen, weil die Gulf Carrier wegfallen. 2000 Flüge sind nur noch 800. Also es sind ja wahrscheinlich nicht alle Etihad und so weiter, aber trotzdem eine Vielzahl. Und es wird ein Preiskampf erwartet. Und Tickets zu Dumpingpreisen gehen raus, sagt Carsten S. Und wie nachhaltig das kurzfristige Lufthansa Volley-Vorfallspiel ist, werden wir sehen. Kommt ein Preiskrieg mit den Gulf Airlines und wir sehen ja bei der Etihad beim nächsten Thema, was die machen. Und ist Treibstoff halt ein strukturelles Risiko. Und ich glaube, 2026 bleibt weiter volatil. Das muss man ehrlicherweise sagen. Kurzfristige Entspannung, ganz klar. Aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Was passiert denn in 2 Wochen, wenn der Friedensvertrag nicht ausgehandelt wird und man möchte dann doch wieder irgendwie zurück in die Steinzeit bomben oder irgendjemanden auslöschen, so wie es Donald J. Trump sagte. Komplett Banane. Und ja, nichts Genaues weiß man nicht. Und auch die Iraner halten sich anscheinend nicht dran. Ich weiß nicht, die haben jetzt für ein paar Bomben, die irgendjemand wo geworfen haben soll, ich weiß es nicht, woanders Bomben geworfen. Also ist der Frieden dort relativ brüchig. Ihr könnt ja die Frage beantworten, ob die Kerosinpreise deutlich die Flugpreise erhöhen und dass die Flugpreise dauerhaft erhöht bleiben. Etihad, eine der betroffenen Fluggesellschaften am Golf, zeigt, was man macht, nämlich man halbiert einfach die Preise. Etihad senkt die Preise drastisch, weil die Nachfrage wegen Sicherheitsbedenken einbricht, nicht wegen Treibstoff. Tickets sind 50% günstiger. London-Sydney ist $910 gegenüber $2450 mit British Airways. Und die Reisehinweise USA ist zum Beispiel Level 3, Reconsider Travel, also denk mal drüber nach, ob du wirklich reisen möchtest. Die Nachfrage bricht ein, nicht die Kapazität. Emirates und Qatar sind etwas stabiler als die Etihad. Und die Nachfrage und Preis ist entscheidend. Politische Risiken wirken sich ja direkt auf den Yield, also auf den Erlös aus. Extreme Deals sind für uns möglich. Ich weiß nicht, ob andere dann auch anfangen, in diese Deal-Geschichten einzusteigen, ob British Airways dann auch sagt, na gut, da müssen wir halt kontern. Strategisch ist es natürlich so, dass staatlicher Einfluss sichtbar ist, weil die USA-Route trotz Verlust. Und wie stark die Politik diese Ticketpreise beeinflusst, ist ja auch eine Frage. Da muss man natürlich auch gucken, wer wie was macht. Etihad ist aktuell vielleicht zu billig. Was denkt ihr?
und Opportunität für Mileage Runs, vielleicht für den einen oder anderen. Ja, ganz genau. Heißt also, die Nachfragekrise ist nicht eine Kapazitätskrise. Das heißt also, es sind nicht genug Leute, die fliegen wollen, aus Gründen, die man verstehen kann. Pricing wird halt immer noch geopolitisch gesteuert. Und die Frage ist, würdet ihr über den Nahen Osten fliegen, einfach wegen des Preises nur? Oder sagt ihr, nee, mache ich nicht. Ich hatte euch versprochen, das Thema Marriott und Coca-Cola. Ich persönlich bin ja ein großer Coca-Cola-Fan, trinke meine Cola am liebsten mit Orange, aber das nur als Randbemerkung. Und mir ist es sauer aufgestoßen bei vielen Marriott-Properties, die von SPG gekommen sind, also das heißt von SPG zu Marriott konvertiert sind. Die haben, ja, Tata, die haben Pepsi-Produkte. Und zwar ist die Partnerschaft aber mit Pepsi jetzt nach 35 Jahren beendet und man kehrt zur Coca-Cola Company zurück. 70% der Gäste bevorzugen Coca-Cola. Also gut, wenn das so ist. Ich persönlich mag auch Coca-Cola, ich mag Pepsi nicht. Pepsi war aber ein Ergebnis eines Kredits in den 90ern. Als Marriott so gut wie tot über dem Zaun hing, hat man gefragt, kannst du uns unterstützen? Und Pepsi hat gesagt, wir würden das finanzieren. Die haben den Geld geliehen. Und die Einführung weltweit ab Sommer 2026 mit Coca-Cola ist dann ein Bruch mit der alten Tradition, denn Coke wird verpflichtender Standard. Die Hotels sind stärker kundengetrieben statt finanziell. Man hat hier bei Marriott das aus Dankbarkeit gemacht und ich finde so etwas auch immer ehrenhaft. Ähnliche Supplier-Deals kennen wir ja auch beim Catering, wie zum Beispiel Chateau. Wie heißt das nicht Chateau? Ich würde sagen Dom Perignon Chateau. Ne? Also der Dompi zum Beispiel bei Emirates und so weiter, die gab es ja auch eine Zeit lang bei anderen Fluggesellschaften nicht. Und ist natürlich für uns eine geilere Experience, die wir auf Coke stehen. 30% mögen aber dennoch Pepsi. Ja, ihr könnt dazu was sagen, ob solche historischen Legacy-Deals damit am Ende sind. Und vor allem die Frage ist es dir wichtig, ob in einem Hotel Coca-Cola oder Pepsi serviert wird? Weil bei mir war es dann so, dass bei vielen Marriott-Hotels, wenn man sagt, du, ich will Pepsi trinken, aber nur über meine Leiche kann ich lieber eine Coke haben. Und dann haben die Coke als Bückware verkauft, also haben es gegeben. War nicht bei allen so. Und in Asien wurde es auch direkt rausgegeben. War against Brand Standards. Aber gut ist es, dass es Kundenerlebnis alle Deals mittlerweile schlägt und Branding wird immer wichtiger. Also sagt ihr Pepsi oder seid ihr Cola-Fans? Wichtige Frage. Also I don't judge you. Eurowings Premium Kreditkarte von Eurowings mit starken Bonus und echten Airline-Vorteilen. Das heißt, also man bekommt jetzt zum Beispiel ohne Mindestumsatz 5000 Miles and More Meilen. Eine Meile 2 Euro Umsatz, 0% Auslandseinsatz, Bargeldgebühren, Preis ist 49,90, im ersten Jahr danach 99 Euro. Vorteile an 20 plus X Flughäfen, Fastlane, Priority Check-in, Sitzplatz ist kostenlos und als natürlich eine Co-Brand Revenue Karte, günstiger Einstieg in so Status Light Benefits, wenn man es möchte, wenn man keinen Status hat und ist eher eine Ergänzung als eine Hauptkarte, die man benutzen soll. Ist das ein strategischer Angriff auf die Miles & More Kreditkarte? Seht ihr das so? Also ich denke mal, dass das eventuell eine No-Brainer-Karte ist für Leute, die einsteigen. Leute, die Karten haben, die Status haben. Braucht ihr nicht. Und ganz wichtig ist natürlich auch, ihr wisst ja, dass ich Fans von amerikanischen Kreditkarten bin. Amerikanische Kreditkarten, dagegen kann die Karte leider nicht anstinken. Also, Fazit, gute Einstiegskarte, aber kein Game Changer. Würdest du die Karte relativ aktiv nutzen oder nur den Bonus holen, also die 5.000 für die paar Euro? Beim letzten Thema Hyatt, auch wenn ich jetzt im Hilton bin, öfters als im Hyatt leider, ist es so, dass die Hyatt Hotel ein neues Award-System mit mehr Preisstufen einbaut, mit massiver Entwertung bis zu plus 67%. Am 7. Mai ist wohl Start und von 3 auf 5 Preisstufen pro Kategorie und am Ende wird es bis zu 40.000 Punkte teurer. Free Night Certificates bleiben unverändert. Und die Hotels folgen dem Trend zu dynamischen Preisen, wobei man sagen muss, so wie ich das verstehe, ist es so, dass die Hotels die Preise gar nicht festlegen. Sie können zwar sich bei Hyatt beschweren und sagen, ja, wir wollen gerne eine andere Kategorie, aber Kategorien werden nach Nachfrage vergeben. Die Sweet Spots können verschwinden und man nähert sich strategisch an Hilton und Marriott an, die halt auch diese Flotating-Preise haben.
Und man kann jetzt natürlich vom Vorteil reden sagen, die haben zumindest noch eine Award-Chart und man hat da so ein bisschen was, wo man sich dran halten kann. Aber ist das eine echte Award-Chart, wo nochmal Tick-Tick-Abstufungen drin sind? Und ist das Beginn vom Ende vom Hyatt Value? Denn es ist eine klare Devaluation im High-End-Bereich. Kurzfristig letzte Chance zu buchen sollte man nutzen und solltet halt vor dem 7. Mai noch schnell Awards buchen. Wir können als Gesamtfazit der Sendung wie immer festhalten, immer noch Geopolitik ist ein großer Spieler in den Airline-Preisen. Gulf Airlines sind in der Tat, so wie Carsten S. aus M. das sagte, im Preiskampf eingestiegen mit Etihad 50%. Loyalty-Programme werden zunehmend entwertet, sehen wir einfach bei dem Hyatt. Und Co-Branded-Kreditkarten bleiben halt zentraler Umsatztreiber. Aber das Gute ist halt Kunden-Experience Cola. Nicht, dass ich jetzt ein Hotel nicht besuchen würde, wenn die keine Cola hätten, aber ist halt schön. Also, buchst du Hyatt noch vor der Devaluation, ist eine Frage des Tages, die ihr beantworten könnt. Nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und, was auch ganz wichtig ist, die anderen Fragen des Tages zu beantworten und ihr sollt aufs Cool diskutieren. Und zwar, würdest du aktuell über den Nahen Osten fliegen und ist Coke oder Pepsi mehr relevant für dich? Danke, dass ihr heute dabei wart und ich freue mich, euch bald wiederzusehen zur nächsten Sendung. Bis dann, ciao.